Über 300 Menschen mussten ins Krankenhaus nach dem Besuch eines einzigen Banh Mi-Ladens in Hoi An, darunter auch zahlreiche ausländische Touristen. Das Problem: die größten Gefahren bei Vietnams Streetfood sieht, riecht und schmeckt man oft nicht. Und selbst wenn alles frisch aussieht, gibt es ein Warnsignal, das fast alle Touristen übersehen. Ihr lauft durch eine typische Straße mit Garküchen, Plastikstühlen, Dampf und Verkehr. Also Vietnam ohne Streetfood, das geht eigentlich gar nicht. Morgen gibt's vor der Arbeit eine leckere Suppe, Kinder essen nach der Schule etwas Kleines und Familien essen abends zusammen auf kleinen Plastikstühlen. Das ist kein Touri-Ding, sondern hier Alltag. Und genau deshalb reden wir heute darüber. Nicht um Angst zu machen, nicht um Streetfood schlecht zu reden, sondern weil wir wollen, dass ihr es richtig macht. Denn es gibt nichts Nervigeres, als auf Reisen wegen falschem Essen mehrere Tage flach zu liegen. Aber die Frage ist erstmal, warum passiert das überhaupt? Und dafür gibt es ganz einfache 5 Gründe dafür. Erstens, Preisdruck. Wer am günstigsten verkauft, gewinnt erstmal. Denn Kühlung, sauberes Wasser, frische Zutaten, das kostet alles Geld. Und wer daran spart, sieht man dem Essen nicht sofort an. Zweitens, keiner weiß genau, woher es kommt. Das wie Fleisch, Gemüse und Soßen kann man sehr schwer rückverfolgen. Und wenn am Ende was schief geht, findet keiner die Quelle. Drittens, es ist nicht immer nur ein Versehen. Manchmal wird aus Druck, Gleichgültigkeit oder Gewohnheit einfach weggeschaut. Zutaten werden länger genutzt, als man sollte. Gemüse steht sehr lange in der Hitze und Soßen stehen einfach offen um. Nicht immer aus böser Absicht, aber am Ende trägt der Gast das Risiko. Viertens, kaum jemand ist geschult. Denn Lebensmittelhygiene lernt man nicht in der Schule und auch nicht im Job. Die meisten machen es einfach so, wie sie es immer machen. Fünftens, Kontrollen gibt's, aber nicht immer. Nach einem Skandal wird mal durchgegriffen, aber danach wird es wieder ruhig und das Spiel beginnt wieder von vorne. Ich muss sagen, das klingt hart, aber das ist die Realität. Und bevor ihr jetzt denkt, nie wieder Streetfood, so schlimm es klingt, ihr könnt trotzdem safe essen. Ihr müsst nur wissen, auf was ihr zu achten habt. Bier steht vor verschiedenen Ständen. Einer voll, einer leer. Wo entscheiden wir, wo wir essen? Das ist eigentlich simpler als gedacht. 3 Dinge schauen wir uns an. Erstens, wird das Essen frisch gemacht oder liegt das schon dort? Zweitens, ist was los am Stand? Wenn Locals das anschauen, ist es meistens kein Zufall. Drittens, sieht die Station sauber aus? Zutaten getrennt? Liegt kein Fleisch in der prallen Sonne? Wird mit anderen Händen kassiert als serviert? Das hier ist keine Checkliste. Eher so ein Bauchgefühl plus Aufmerksamkeit. Aber es funktioniert. Und was passieren kann, wenn es schief geht, sieht man an bekannten Fällen wie Hoi An. Dabei ging es nicht um irgendeinen unbekannten Straßenstand. Banh Mi Phuong war bereits bei den Einheimischen bekannt, wurde aber vor allem durch Anthony Bourdain international berühmt. 2009 zeigte er den kleinen Laden in seiner Sendung No Reservations und bezeichnete das Banh Mi als eine Symphonie in einem Sandwich. Der ungefähr 2-minütige Beitrag sorgte dafür, dass der Laden plötzlich auch bei Reisenden aus aller Welt bekannt wurde. Im September 2023 kam es dann zu einem großen Lebensmittelskandal. Nachdem sie dort gegessen hatten, erkrankten insgesamt 313 Menschen, darunter 103 ausländische Gäste. 273 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zum Glück gab es keine Todesfälle. Bei den anschließenden Untersuchungen wurden Salmonellen im Sasio-Schweinefleisch sowie in verschiedenen Kräutern und Gemüsesorten gefunden, die für die Banh Mi verwendet worden waren. Der Laden wurde daraufhin mit einer Geldstrafe belegt und für 3 Monate geschlossen. Anfang Januar 2024 durfte Banh Mi Phuong wieder öffnen. Während der Schließung wurde der Laden renoviert, es wurden in neue Geräte investiert und die Abläufe zur Lebensmittelsicherheit wurden überprüft. Der Fall zeigt ziemlich deutlich, selbst ein berühmter und stark besuchter Laden ist keine Garantie dafür, dass bei der Zubereitung nichts schiefgehen kann. Banh Mi, wer kennt das nicht? Knuspriges Baguette, Fleisch, Pâté, eingelegtes Gemüse, frische Kräuter, Chili. Eines der beliebtesten Gerichte hier in Vietnam und das auch zu Recht. Aber tatsächlich auch das Gericht, was am häufigsten in den Schlagzeilen landet. Das liegt daran, dass Pâté, Soßen und Kräuter nicht nochmal erhitzt werden, sondern schon mal bereit liegen. Und in dieser vietnamesischen Hitze mehrere Stunden lang kann es schnell mal daneben gehen.
Und genau deshalb solltet ihr bei dem Gericht genauer hinschauen. Ist beim Stand viel los, gehen die Zutaten schnell weg, kommt das Baguette frisch aus dem Ofen, dann ist es ein ziemlich gutes Zeichen. Und ihr müsst auch nicht Unmengen an Summen für ein Banh Mi ausgeben. In Vietnam bekommt ihr ein Banh Mi auch schon für 80 Cent und es kann genauso frisch und lecker sein. Pho, Mun, egal welche Suppe. Das können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Und der Vorteil ist, die Suppe ist heiß. Die Brühe dampft, die Nudeln sind frisch und nichts steht fertig rum. Und dazu kommt noch, dass es wirklich sehr, sehr lecker ist. Heiße Brühe, frische Kräuter, Chili, Limette, alles sehr frisch, alles sehr lecker und gerade mal für 40.000 Dong, das sind ein bisschen mehr als 1 Euro. In Deutschland würde das safe 15 Euro kosten. Und dadurch, dass es hier heiß und erhitzt rauskommt, werden die meisten Bakterien auch bereits schon getötet und dadurch könnt ihr das unbedenklicher essen als rohe Sachen zum Beispiel. In solchen Momenten laufen wir eigentlich meistens weiter, weil das Essen liegt offen rum, schon lange in der Sonne und man sieht, es sind kaum Kunden da. Das ist meistens ein Zeichen, dass es entweder Probleme gibt oder nicht so gut schmeckt. Natürlich können wir nicht wissen, ob das Essen gut schmeckt und wir gehen auch davon aus, dass der Verkäufer kein schlechter Mensch ist. Aber auf Reisen kann man das halt eben nicht 100%ig wissen und dann muss jeder selber entscheiden, welches Risiko man eingeht und welches nicht. Wenn ihr gerade erst angekommen seid und einen empfindlichen Magen habt, würde ich euch empfehlen, am Anfang alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Also nicht alles direkt roh essen und nicht alle Soßen auf den Tisch probieren. Und zu Eiswürfeln, in gut laufenden Cafés müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen, da passiert meistens gar nichts. Bei kleinen Cafés oder wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr die Eiswürfel auch einfach weglassen. Ein gutes Zeichen ist auch, wenn die Eiswürfel manchmal so ein Loch haben und das zeigt eigentlich fast immer, dass sie gekauft wurden. Ich würde sagen, gegrilltes und gebratenes Essen ist mit der beste Einstieg. Denn man kann direkt sehen, wie das Essen zubereitet wird. Das Essen wird in der Pfanne angebraten, heiß, die Bakterien werden getötet und man checkt sofort, ob der Stand sauber arbeitet oder nicht. Viele denken immer direkt, Straßenstand bedeutet riskant und Restaurant sicher. Aber so einfach ist es nicht. Wir haben auch schon in Restaurants gegessen, wo wir uns im Nachhinein ziemlich unsicher waren und auch im Straßenstand, wo es teilweise viel, viel sauberer ist, die Küche, als woanders. Das Ding ist nur, am Stand sieht man halt wirklich alles, also die Zubereitung, die Zutaten und auch den Koch. Im Restaurant sieht man das normalerweise nicht, weil das alles irgendwo hinten in der Küche passiert. Und manchmal ist es gar nicht schlecht, den Stand zu wählen, weil man eben zuschauen kann. Im Restaurant hofft man am Ende nur. Aber Essen gehen in Vietnam sollte euch keine Angst machen. Man muss nur ein bisschen aufmerksam sein und dann bekommt man meistens schon sehr gutes Essen. Essen ist aber nur ein kleiner Teil von Vietnam. Spätestens, wenn ihr in den Norden fahrt, merkt ihr, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist und dass man Fehler machen kann. Welche Fehler das genau sind, könnt ihr in diesem Video sehen.